In der Godot Engine kannst du mit nur einem Attribut deine Variablen im Inspektor der Engine sichtbar machen und mit 3 weiteren sogar sehr schön gruppieren und strukturieren. Aber welche Variablen können überhaupt exportiert werden und was sind die in Wahrheit? Ich erkläre dir heute alles rund ums Thema Export und Varianten in Godot 4.3 mit GDScript und C#, denn ich bin der Truly Most Wanted und das hier ist ein Godot 4.3 Feature in unter 10 Minuten erklärt. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte, abonniere gerne für weitere Folgen und wenn du Fragen hast oder Feedback geben möchtest, dann schreibe sehr gerne in die Kommentare unter diesem Video. Vielen Dank dafür und jetzt geht's los. Wenn wir uns Nodes im Inspektor der Engine anschauen, stellen wir 3 Sachen fest. Zum einen gibt es eine Kategorie, das ist meistens der Klassenname ganz oben. Dann haben wir Gruppen, wie eben hier Process, Physics Interpolation, Auto Translate und Editor Description mit ihren jeweiligen Variablen und Typen darunter. Ganz wichtig ist jetzt aber, die Threading Group hier oben unter Process ist eine sogenannte Untergruppe und das heißt, dort drin können wir nochmal weitere Variablen kategorisieren. Mit diesen 3 Elementen, Kategorie, Gruppe und Untergruppe, kannst du exportierte Variablen strukturieren. In GDScript habe ich hier eine riesige Klasse, die erstmal oben ein Signal hat und eine Funktion. Auch diese beiden Sachen können in Godot referenziert werden. Dann haben wir hier die Attribute, die relevant sind. Export Category, eben für Kategorien zu erstellen. Das sind hier ganz oben diese grauen Balken. Dann hätten wir Export Gruppen, das sind die ersten aufklappbaren Bereiche. Und Subgroups wiederum, das sind die unteren Bereiche darunter. Und dann zum Exportieren einer Variable nutzt man das Add-Export-Attribut direkt vor dem Wort var. Das geht übrigens auch bei Properties, sowohl in GDScript als auch in C#. Und jetzt können wir uns mal angucken, welche Werte so alles in den Inspektor reinpassen. Wir haben die Primitiven, wie True, Zahlen, Ganz, wir haben Kommazahlen, Buchstaben, Texte, die Klassiker eben und jeder hat sein eigenes Eingabefeld. Bei Farben gibt es Auswahlfeldern, bei Vektoren 2D, 3D, 4D gibt es die Varianten für Kommazahlen oder Ganzzahlen jeweils und auch die können wir konfigurieren. Dann haben wir einmal die Rechtecke als Ganzzahl oder Kommazahl auch zum Konfigurieren im Inspektor. Wir haben Transform 2D und 3D sowie die Basis, eben die Matrix zum Konfigurieren von unseren Rotationen und Positionen und Skalierungen. Und dann haben wir Quaternions, der Albtraum jedes Programmierers, die gefühlt nie jemand lesen kann, aber Godot hat eine Abhilfe, denn Quaternions können im Inspektor hier als Euler konfiguriert werden. Planes, Projektion, ein Klassiker in der Mathematik, eine Ebene im 3D-Raum und eine Projektion durch den 3D-Raum können wir auch hier im Inspektor angeben. Bounding-Boxen, unsichtbare Boxen, die einen Bereich abspannen mit Position X, Y, Z und Breite, Höhe, Tiefe. Verschiedene Objekte hat Godot auch, zum Beispiel eben Nodes und Ressourcen können wir in GDScript exportieren, aber Godot Object und RefCounted funktionieren in GDScript nicht. Und diese beiden geben uns auch schon einen großen Aufschluss darüber, wie sie funktionieren. Denn Nodes nehmen Werte aus der Szene hier an und Ressourcen können hier entweder referenziert oder direkt erzeugt werden. Und diese Liste ist Ewigkeiten lang und wir haben jeden beliebigen Datentypen hier, der von Ressource ableitet, verfügbar. Node-Pfade wiederum sind das, was intern genutzt werden, um auf Nodes im Szenenbaum zu kommen. Zum Beispiel root/node/GDScript export them all. RID, RID oder auch Referenz-IDs sind IDs von Godot-Objekten, die unter der Haube genutzt werden und jede Node und jedes Objekt hat diese. Signale, wie eben erwähnt, können wir auch Signale speichern. Wie sollte auch sonst oben das Node-Doc und der Tab Signale überhaupt funktionieren? Die müssen ja auch irgendwie angezeigt werden. Dann haben wir noch Funktionen aus unserem eigenen Code. Selbst die können wir hier unten als Callables speichern. Und zu guter Letzt haben wir Arrays und Dictionaries, egal ob gemischte Typen oder immer den gleichen Typen, das funktioniert hier auch. Schauen wir uns das mal in C# an. Ganz klassisch zum Exportieren, Export Category, Export Group, Export Subgroup und Export die gleichen wie in GDScript, nur man schreibt natürlich in C# alles in eckige Klammern. Dann haben wir einmal Booleans,
Wir haben die verschiedenen ganzzahligen Datentypen von Byte, Short, Int, Long. Die können wir exporten. Wir haben Float und Double. Wir haben die Characters. Texte sind möglich ohne Probleme. Und dann die ganzen komplexen, wie vorhin schon NGDScript gezeigt. Wir haben Farben, Vektoren. Wir haben Rechtecke mit Kommazahl oder ohne, Transform 2D, 3D und die Basis. Wir haben die Rotationen, wir haben die Ebenen und Projektionen. Wir haben die AABB Bounding Boxen. Und der erste wichtige Unterschied ist, in C# dürfen wir Godot Object und auch Ref Counted in den Inspektor exportieren. Nodepaths genauso, REDs eben auch schon gesehen. Die Signale in C# können wir auch nutzen, aber da kann es, wenn die nicht zugewiesen werden am Anfang, ein Problem geben, denn wichtig ist, Signale sind ein Struct und können nicht null sein, die brauchen immer eine Referenz und bei den Callables hier unten genauso. Und sonst haben wir noch Arrays und Dictionaries. Wenn wir uns das in C# genauer anschauen, die primitiven Datentypen hier oben bei den ganzen Zahlen haben wir wie gesagt alle verfügbar. Die anderen hier bei Characters lustigerweise haben wir hier jetzt eine ganze Zahl stehen, was merkwürdig ist. Farben ganz normal, Vektoren auch normal, Rechtecke ändert sich nichts, bei Transform auch nicht, sowohl 2D als auch 3D. Quaternien sind genauso, Ebenen und Projektionen ebenfalls, die Bounding Boxen unverändert. Bei den Objekten, wie gesagt, die beiden neuen Godot Objekt und Ref Counted sind am Start. Nodepaths unverändert, REDs, Signale, Callables, Arrays und auch Dictionaries. All das haben wir hier genau wie vorher gegeben. Keine große Änderung. Doch jetzt kommt die große Frage. Wie schafft es Godot eigentlich, all diese verschiedenen Werte zu speichern und im Inspektor anzuzeigen? Ganz simpel. Godot hat in C++ im Quellcode eine schöne Struktur gebaut, die Variante oder im Englischen Variant. Diese Variante speichert alle Sachen, die wir oben in Variablen exportiert haben. Deswegen legen wir mal hier ein var Variance Array an. Und hier drin können wir sogar den Null-Wert in GDScript speichern und sonst alle Variablen, die wir gerade eben oben exportiert haben. Das Schöne ist jetzt, wir können hingehen und für jeden Wert da drin sagen, lese den Wert als Variante heraus, sag mir von welchem Typ das Ganze ist, das ist by the way ein enum, eine Zahl, und dann können wir mit der TypeString-Funktion aus diesem enum-Wert den Text rauslesen. Und wir geben uns mal in der Konsole aus, welchen Type haben wir gefunden und was ist der Wert dahinter. In C# machen wir das Ganze genauso. Wir haben hier ein Varianten-Array, wo wir alle Variablen von darüber rein speichern können. Ganz wichtig ist, Null passt hier nicht rein, denn Variante ist in C# ein Struct und Structs können niemals Null sein. Und auch hier derselbe Test. Für jede Variante in dem Array nehmen wir uns den Variantentyp heraus, das ist eben ein enum-Wert, den wir lesen können, und danach können wir hier unten einmal uns diesen enum-Wert toString ausgeben lassen. Und dann machen wir auch hier die Ausgabe eben für den String und den tatsächlichen Wert, der dahinter steht. Führen wir den Code aus und schauen in die Konsole, stellen wir fest, beide Ausgaben sind doch sehr ähnlich. Wir sehen vor den Pfeilen jeweils die Typen aus dem enum und dahinter die konkreten Werte. Was vielleicht auffallen mag, ist bei C# hier unten sind unsere verschiedenen Datenstrukturen für ganze Zahlen allesamt im enum nur als Integer gespeichert. Und Float und Double beide werden im enum als Float benannt. Ist zwar nicht ganz so schön, aber es funktioniert trotzdem. Und selbst wenn, wir haben alle anderen Sachen identisch. Der einzige große Unterschied hierbei ist auch noch, dass wir in C# die nativen Arrays nutzen können. Einfach ein Array von Integern, ein Array von Longs, ein Array von Bools, all das funktioniert auch. Und dann könnten wir hier unten auch Packed Integer Arrays oder Packed Int 64er Arrays als Variante speichern. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Eine ganze Menge Datentypen, oder? Varianten können noch einiges mehr. Es wird noch ein weiteres Video dazu geben, deswegen unbedingt dranbleiben, den Daumen nach oben hier geben und abonnieren, wenn du auch das nächste Video sehen willst. Wenn du noch ansonsten wissen willst, wie Dictionaries sich in der Godot 4.4 ändern werden im Inspektor, schau mal in die Kommentare unter diesem Video, da findest du noch einen Link. Und sonst lass mir auch dort gerne dein Feedback da und deine Fragen zu Godot. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.